Wie ihr seht, ist der Roller fast fertig. Natürlich bedeutet das immer, dass noch eine ganze Reihe von Handgriffen zu machen ist, zum Beispiel einiges an der Elektrik oder die Vorderradbremse. Aber was ich heute schaffen möchte, ist, ich möchte probieren, ob der Motor läuft. Und genau, und damit fangen wir jetzt erstmal an. Aber bevor ich den Roller rausbringe und den Motor teste, möchte ich wenigstens noch den Hauptständer anbringen. Denn wenn der Roller nicht alleine stehen kann, ist jeder Test und jede Arbeit daran ganz fürchterlich nervig. Deswegen baue ich erstmal den Hauptständer an und zeige euch als erstes hier ein kleines Teil. Ein Verstärkungsblech für den Hauptständer, dass sich hier der Rahmen nicht so schnell durchbiegt. Ist halt leider ein Teil mehr bei der Montage. Das bedeutet, es ist ein wenig fummelig, aber ich probiere mal mein Glück. Hier auch nochmal etwas breitere Unterlegscheibe, dass es ein bisschen schonend ist für den Rahmen. Sieht man natürlich, dass ich keine Federplättchen drunter habe, die da dran gehören. Das liegt aber daran, dass wir gerade keine haben. Normalerweise gehören zwischen Ständer und Rahmen so kleine Federblättchen. Die sorgen dafür, dass der Ständer nicht klappern kann. Die sehen so ungefähr aus. Aber wir haben gerade Corona-Zeit und deswegen teilweise Lieferprobleme. Aktuell sind die nicht am Lager und ich muss das erstmal ohne Federplättchen machen. Jetzt kommen hier diese kleinen Haken. Die werden hier hinten eingehangen. Dann brauche ich noch meinen Federzieher und dann müsste der Ständer schon mal hängen. Es gibt eine kleine Seite und eine große Seite. Die kleine Seite kommt durch den Ständer und die große Seite kommt hinten in den Federhaken. Das Ganze zweimal. Das Hinterrad will ich auch tauschen. Noch ist es ein Provisorium der Reifen, der drauf ist. Meine neuen sind auch schon da. Ich kann euch das kurz zeigen. Also, ich werde hier Mitas Reifen verbauen. Die haben eine sehr gute Haftung. In Medium-Mischung kommt man auch halbwegs weit. Das Ganze auf der SIP 2.1 Felge, also mit Originalbreite, weil das meiner Meinung nach im Normalfall auch am besten und am stabilsten fährt. Und ich lege halt bei dem Roller jetzt viel Wert darauf, dass er auch sehr spurtreu fährt, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Und dieser Reifen hat halt auch eine Zulassung bis 150 km/h und bietet wirklich guten Grip auf der Straße. Warum das noch nicht drauf ist, ich will die noch wuchten, dass die halt auch bei höheren Geschwindigkeiten ruhig laufen. Und dann kommen die da auch drauf. Für die Tests und für den Prüfstand schmeiße ich mal den drauf. Jetzt probiere ich erstmal, ob der Auspuff, ob ich das Rad wechseln kann, wenn der Auspuff montiert ist. Das glaube ich nicht, aber ich will es mal probieren. Die Feder einhängen. Erstmal eine zum Testen. Zack. Ja, das geht so nicht raus. Auspuff nochmal ab. Ist doch irgendwo eine Auspuffschraube vorbereitet. Da. Also die muss halt vorher durch. Deswegen ist der Auspuff geschlitzt, damit man ihn dann noch montieren kann. Bevor ich es vergesse, ein bisschen Sicherung kramen. Jetzt kann der Roller raus und dann geht's weiter. Zack. Und als nächstes muss ich erstmal Sprit holen. Habe ich aber schon im Auto. So, also der erste Test ist jetzt, ob der neue Tank auch wirklich dicht ist. Und tropft das unten raus? Tropft was? Nee? Gutes Zeichen. Erstmal will ich jetzt ein bisschen kicken, und gucken, ob die Spritpumpe funktioniert und sich das da alles so ein bisschen füllt. Ah, da kommt's. Also, Zeit für die Zündkerze.
Nehmen wir mal gerne die Iridiumkerzen. Dass ich auch sicher bin, dass er an ist. Beim ersten Kick probieren wir es jetzt mal, oder? Schock probieren. Boah, das ging jetzt schnell. Er ist schön schnell angesprungen, aber die Gasannahme ist noch nicht so schön. Aber ich fahre mal 2-3 Meter über den Hof. Schön langsam, weil ich ja noch keine Vorderradbremse habe. Super. Ja? Funktioniert richtig gut. Ja, hätte ich nicht gedacht auf Anhieb. Fährt erstmal recht schön. Ich habe gerade gesehen, dass ich auch einen dritten losbeschleunigen kann. Jetzt kann man mal anfangen, Vergaser ein bisschen einzustellen. Zündung. Was auch total gut wäre, wäre eine Vorderradbremse. Dann machen wir jetzt Mittag und danach geht es auf den Prüfstand.